Hi Leute, diesmal geht es um den Raspberry Pi W, den ich gesponsert bekommen habe. Den habe ich angenommen, weil ich mir denke, damit könnte man richtig viel anfangen. Das erste, das sind Gehäuse. Gehäuse für den Raspberry Pi W. Ich glaube, das ist hier eine Unterseite, dann ein Deckel, wo die GPIO-Pins nach oben raus können. Ein Deckel wo man einen Taster oder so wohl drauf machen kann oder eine WLAN-Antenne. Und hier sind die GPIO-Pins unten. Hier hinten die Anschlüsse. Soweit gut, Gehäuse. Dann ein Netzteil. Das ist, denke ich, muss ich mal aufmachen. So, schauen wir das mal an. Das ist schon ein wenig größer. Ein 5 Volt 1 Ampere Netzteil. 5 Volt 1 Ampere mit Micro-USB-Stecker gleich. Sehr gut. Dazu noch ein Zettelchen. Was ist das? Anleitung fürs Netzteil. Ich weiß nicht, aber ist auch nicht so. Sicherheitshinweis. Umweltschutz. Okay. Ja, uninteressant. Also ein Netzteil. Dann der eigentliche Raspberry Pi W. Ja. Machen wir raus. Der eigentliche Raspberry Pi W mit Micro SD-Kartenslot. Hier ist RAM-Speicher zu oberst, soweit ich weiß. Und die Mitte ist GPU und CPU. Hier haben wir den WLAN USB IO-Chip. Hier einen Schaltregler. Okay. Gut. Dann hier die Leiste. Die kommt dann da drauf, je nachdem, ob man sie oben dran haben will oder ob man sie unten dran haben will. Unten kann man die auch dran, das sind die GPIO-Pins, wo man alles mögliche ansteuern kann mit dem. Dann habe ich noch einen Adapter, HDMI und ich glaube, das ist ein OTG-Kabel, genau. Steckt man hier an und hat hier einen USB-Anschluss. Das Ganze ist von Zero.de. Verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Echt toll. Ja, das wäre noch ein 5-Euro-Gutschein. Mal schauen, was ich mit denen da noch anstelle. Was man dazu noch braucht, ist eine Micro-SD-Karte. Ich glaube, die muss mindestens 2 GB, besser 4 GB haben. Ich habe hier eine 32 GB, die ich verwende. Ich meine, die kosten ja fast nichts mehr, da kann man dann auch die 32 GB nehmen. Hi Leute, dann fangen wir mit den ersten Schritten mal an. Ich bin jetzt auf raspberrypi.org/downloads und da haben wir zur Auswahl 2 Systeme, einmal NUPS und einmal Raspbian. Das ist das offizielle Supported Raspberry Pi Operating System, genau das nehmen wir. Das ist so ein Debian Linux. Klicken wir an. Und dann können wir das hier runterladen. Raspbian Stretch with Desktop. Das ist jetzt vom August 2017. Das habe ich jetzt schon runtergeladen. Wenn man das runtergeladen hat, bekommt man hier eine 1,63 GB Raspbian Stretch ZIP-Datei. Das entpacken. In dieser Datei ist eine Image-Datei drin. Soweit, so gut. Dann braucht man den W32 Disk Imager. Den werde ich auch im Video hier unter dem Video verlinken. Den entpacken, dann starten. Win32 Disk Imager. Gut, und da muss man aufpassen. Dann stecken wir die SD-Karte an. In dem Fall, ich habe das schon. Und da muss man aufpassen, auf was für ein Laufwerk das ist. D oder E. Im Zweifel nochmal nachschauen. Ich habe hier D, das ist meine Standard-SD-Karte, wo ich alles Mögliche drauf habe. Und E ist meine leere SD-Karte. E wie Emil. Also nachschauen auf E. Wählen wir E aus. Dann hier daneben wählen wir das Image aus. Wir brauchen Desktop, dann das Raspbian Image und die IMG-Datei auswählen. Und dann machen wir einfach Schreiben. Ja. Und dann warten wir
bis das auf der SD-Karte ist komplett. Okay, nachdem das fertig ist, also nachdem der das geschrieben hat, sagen wir okay und dann gucken wir mal in die SD-Karte rein und da haben wir jetzt jede Menge Dateien auf der SD-Karte. Das wäre jetzt unter Raspberry Pi Linux. Wir brauchen jetzt noch eine Datei, die verlinke ich euch auch unten. Und da müssen die WLAN-Daten, die Daten für das WLAN-Netzwerk rein. Und zwar eigentlich nur diese beiden Sachen. Einmal die SSID und den Key. Die beiden Sachen editieren, eventuell das noch, aber hauptsächlich die beiden Sachen. Diese Datei, die kopieren wir einfach da rein. Hier. Dann machen wir noch eine Datei, neue Textdatei. Allerdings nennen wir diese Datei nur SSH. Und ja, nur SSH und unsere BPA-Datei, wo wir unsere WLAN-Daten eingetragen haben. So, dann können wir den hier auswerfen und den dann in den Raspberry Pi reinstecken. Okay, als nächstes machen wir beim Handy den WLAN-Hotspot an, den mobilen WLAN-Hotspot, und richten den ein, so nach der Datei, die wir hier haben. Einstellungen mobiler Hotspot. Da haben wir das Gerät ist erkennbar. Dann den Netzwerk-SID, also den Namen und das Kennwort. WPA2PSK, okay. Dann, wenn wir hier auf Einstellungen mobiler Hotspot gehen, sehen wir hier verbundene Geräte. Da haben wir jetzt noch kein Gerät verbunden. Also geben wir die SD-Karte jetzt mal in den Raspberry Pi, wo wir die SSH-Datei und die WLAN-Datei einfach drauf haben. Also zuerst das Linux-Image und dann einfach die SSH und die WLAN-Datei rein und geben den mal die 5 Volt. Okay. Jetzt müsste er anfangen zu booten. Ja, da leuchtet schon das Licht. Er fängt an zu booten. Und wenn er dann fertig gebootet ist, müsste sich der Pi automatisch bei dem Handy anmelden. Gut, das Handy spiegelt. Warten wir mal ab. Der fährt noch hoch. Das Licht leuchtet, blinkt noch teils. Genau, das blinkt noch. Und der müsste hier gleich, der Raspberry Pi, als verbundene Geräte hier auftauchen. Das Ganze geht auch mit einem normalen WLAN-Router oder DSL-Router. Wir haben hier keinen Monitor und nichts dran. Wir lassen den Pi einfach mal mit dem WLAN verbinden. Der fährt immer noch hoch. Dauert etwas. Ah, jetzt hier, IP-Adresse wird abgerufen. Der Raspberry Pi holt sich eine IP-Adresse. Und da ist er. Also ein 216.843.231. Gut, dann gucken wir mal mit einem SSH-Programm drauf. Hier habe ich ein SSH-Programm. Ich habe hier bei Connections schon den Raspberry eingetragen. Hier, SSH, die Adresse, also 216.843.231, Identität Pi, Port 23, Identität, Name ist Pi. Okay, dann gehen wir einfach mal da drauf, connecten mit einem beliebigen SSH-Programm, sagt er OK und akzeptieren. Und jetzt müssen wir das Kennwort eingeben. Das ist beim ersten Mal, Name ist Pi und das Kennwort ist Raspberry, R-A-S-P-B-A-R-R-Y. Okay. Falsch geschrieben. P-B-A-R-R-Y. Hatte ich mich verschrieben. Moment. Rasp. Mit E. Raspberry, okay. Jetzt sind wir drauf, genau. Passwort wäre R-A-S-P-B-E-R-R-Y.
Da wenn Sie Name, Root, Passwort, Tor gemacht hätten, wäre, denke ich, besser. Aber jetzt sind wir schon per SSH auf dem Raspberry Pi drauf. Kann eingeben Top. Dann sehe ich, was da so alles läuft auf dem hier. Dauert es ab seit 2 Minuten, 3 Users. Und was da so alles drauf läuft. Machen wir Q, sind wir wieder drauf. Was wir jetzt machen können, das wäre sudo apt get update. Wir können das mal updaten. Jetzt lädt der runter. Das sieht man schon, der holt sich das Internet jetzt vom Handy. Jo. Das gleiche geht übrigens auch mit einem SSH-Programm auf dem Computer, wie mit PuTTY und so. Und man kann auch mit SFTP drauf connecten und Dateien hin und her schieben. Ist toll das Ganze. Man kriegt den echt relativ einfach online und hat einen relativ günstigen, sehr einfachen Linux-Server. Ich fasse das Ganze jetzt aber alles mal nochmal zusammen. Das erste ist, ihr ladet euch das 2017 816 Raspbian Sketch-Zip runter, also das Raspberry Pi Betriebssystem. Dann den Win32 Disk Imager, den verlinke ich in der Videobeschreibung. Dann beides entpacken. Dann den Win32 Disk Imager starten. Die SD-Karte auswählen und das Image auswählen. Bei der SD-Karte darauf achten, dass ihr auch wirklich die SD-Karte auswählt, die ihr zuvor an den PC dran gesteckt habt, die für den Raspberry Pi ist, dass ihr nicht versehentlich was anderes überschreibt. Dann das Image auf Disk schreiben, einfach auf Right klicken. Wenn ihr das habt, dann die WPA Supplicant-Conf-Datei, die ich auch in der Videobeschreibung verlinke, die editieren, am besten im WordPad, wenn ihr unter Windows arbeitet. Dann SSID und PSK, also den WLAN-Netzwerknamen und den WLAN-Schlüssel in die Datei eintragen, also den WLAN-Schlüssel und den Netzwerknamen. Den solltet ihr wissen, den könnt ihr aber auch, wenn ihr jetzt mit einem WLAN-Hotspot vom Handy aus arbeitet, den Namen des WLAN-Hotspots eintragen und den Schlüssel, den ihr da festgelegt habt. Dann die Datei auf die SD-Karte kopieren, also die BPA Supplicant-Conf, die geänderte Datei, einfach auf die SD-Karte mit drauf kopieren. Dann eine SSH-Datei erstellen, einfach kleingeschrieben SSH, ohne Dateiendung, die darf nicht .txt oder so heißen, sondern einfach eine Datei erstellen mit SSH und die auch auf die SD-Karte schreiben, dann die SD-Karte auswerfen vom Rechner und dann in den Raspberry Pi stecken. Dann braucht ihr den nur noch an Strom anstecken. Ihr guckt, dass euer WLAN-Netzwerk soweit funktioniert, dass es aktiviert ist oder der WLAN-Hotspot am Handy aktiviert ist. Dann könnt ihr dort die IP-Adresse im Router checken oder bei den WLAN-Hotspot-Einstellungen. Da steht die IP-Adresse und dann braucht ihr nur noch eine SSH-App oder ein SSH-Programm, also unter Windows PuTTY zum Beispiel oder unter Android, da gibt es mehrere SSH-Programme, einfach mit einem SSH-Client auf die IP-Adresse connecten. Der Username heißt Pi, also einfach nur P und I und das Passwort Raspberry. Ich hatte es mit A geschrieben, ist falsch, es muss mit E geschrieben werden. Und schon seid ihr drauf und könnt allerhand anfangen und habt einen richtig tollen kleinen Server. Ich schreibe da jetzt mal sudo halt und werde den wieder runterfahren. Genau, er fährt jetzt wieder runter. Erkennt man auch, dass er blink, 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 blink macht. Und er hat getrennt und gleich ist er wieder aus. Genau, jetzt macht er blink, 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 blink. Er fährt runter, so, und jetzt ist er aus. Er hat sich ausgeschalten. Da beim Raspberry Pi wollte ich noch was erklären. Interessant sind die GPIO-Pins. Damit kann man alles mögliche steuern, Motoren steuern, Sensoren abfragen und. Das wird für uns ganz interessant sein. Wir haben einen kompletten Linux-Rechner. Den können wir als Server nehmen. Er hat WLAN bereits integriert. Wir haben hier den Chip. Der geht hier da eine Antenne weg. Da ist ein Antennenfilter. Und hier könnten wir hier eine WLAN-Antenne anstecken. Also hier Masse, Masse. Und hier wäre der mittlere Anschluss für die WLAN-Antenne. Aber der hat schon eine WLAN-Antenne dran. Und zwar die geht hier rum. Und hier, das ist unsere WLAN-Antenne, das Dreieck. Was es noch hat, das ist hier ein USB-Anschluss. Da können wir den USB-OTG-Kabel anstecken.
einfach da anstecken und wir hätten eine USB-Buchse hier. Und das wäre unsere Strombuchse. Da könnt ihr mal noch andere Sachen, Erweiterungen wie Kameras und so anstecken. Da hatten wir eine HDMI-Buchse, wenn wir einen HDMI-Monitor anstecken wollen, und da einfach unsere SD-Karte. Dann hier hätten wir ein analoges TV-Signal, da könnten wir einen analogen TV oder Monitor anstecken, was auch nicht schlecht ist. Das hier ist, glaube ich, ein Reset-Taster, soweit ich weiß, muss ich mich mal nochmal genau informieren. Aber interessant sind vor allem die GPI Opens, wenn man damit alles mögliche steuern kann. Und wir haben hier einen kompletten Linux-Rechner und das ganze Ding, ich glaube, das kostet gerade mal 16 Euro. Ist also wahnsinnig günstig. Einzige, was da, glaube ich, nicht dabei ist, wäre die SD-Karte. Die müsste man sich noch extra besorgen. Und ich glaube, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob jetzt ein USB-Netzteil mit dabei ist. Auf jeden Fall schönes Teil. Ich werde mit dem noch weitere Sachen machen. Das hier war jetzt erstmal nur der Anfang, wie man ohne Monitor, ohne alles das Ding zum Laufen kriegt. Man braucht nur einen PC, man muss das Image auf SD-Karte schreiben oder man braucht jemanden, der einen PC hat, der einen das Image hier auf die SD-Karte schreibt, also das Image runterlädt, auf die SD-Karte schreibt mit dem Win32-Disk-Imager. Die Datei WPA Supplicant-Conf editiert, da die Daten des WLAN-Hotspots einträgt, also Netzwerkname und Passwort, das auch auf die Datei schiebt und eine leere Datei mit SSH auf die SD-Karte schiebt. Und schon wäre man quasi fertig, steckt die SD-Karte in den Pi an den Strom an, und der Pi verbindet sich mit dem Handy und man kann dann mit jedem beliebigen SSH-Programm dann da drauf und alles Mögliche dann damit anstellen. Okay, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.